Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Bei sagenhaften 138 Grad Celsius machen wir heute mit euch den ultimativen Auswanderertest. Seid ihr bereit für Texas? Wir werden es herausfinden. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Tina, was machen wir heute? Ja, wir haben ein paar Fragen für euch vorbereitet, die euch auf Herz und Nieren testen sollen, ob ihr wirklich bereit seid, in die USA zu ziehen, speziell nach Texas. Was mit Krankenkasse? Wird eine Frage sein. Ja, also wir haben ja, wir werden auf jeden Fall noch so ein FAQ-Video hinterher schieben, wo wir die ganzen Fragen aus euren Kommentaren so mal gesammelt haben. Aber bevor wir das machen, haben wir gedacht, wir gehen noch mal gemeinsam mit euch so ein paar wichtige Punkte durch. Und ihr könnt hier in diesem Video sensationell interaktiv testen, ob ihr auch wirklich bereit für Texas seid. Auswandern nach Texas, seid ihr wirklich bereit? Ja. Wir haben 15 Fragen. Wir haben 15 Fragen und ihr zählt einfach mal eure Ja's, die ihr gemacht habt, und schreibt uns nachher euren Score mal in die Kommentare. Und wir sagen euch nachher, was das bedeutet. So ganz à la Bravo Psychotest von früher. Glaubst du, unsere Zuschauer kennen noch die Bravo? Können wir den Dr. Sommer-Part noch mal besprechen? Oh Mann. Aber jeder von euch hat doch gerne mal früher bestimmt ein paar Tests gemacht und das machen wir heute wieder. Nein. Nur die Frauen haben früher den Test in der Bravo gemacht. Die Jungs haben immer nur nach Dr. Sommer geblättert. Aber darum geht es auch gar nicht. Genau. Wir fangen an mit der ersten Frage. Seid ihr bereit? Erste Frage. Seid ihr bereit für Texas? Ja, und zwar die aller wichtigste Frage, die ich über alles stellen würde, wäre, willst du wirklich in die USA oder einfach nur weg aus Deutschland? Das ist absolut mega wichtig, weil das, wenn du in die USA möchtest, hat das eine andere Energie, als wenn du einfach nur weg willst. Absolut, also da bin ich völlig bei dir. Ne? Wir haben ja viele Diskussionen mit den werten Zuschauern hier. Und viele sind einfach auch frustriert über Deutschland, über die deutsche Politik oder über das deutsche Leben, das deutsche Wetter. Alle sind frustriert. Aber ich glaube, das ist einfach auch der falsche Weg, so eine Auswanderung anzugehen. Also da hat die Tina völlig recht, ne? Aber darum ist die Frage, fragt euch das mal wirklich selber. Wollt ihr irgendwo hin oder wollt ihr irgendwo von weg? Texas it is, oder? Frage 2? Die hast du? Oh verdammt, da muss ich lesen. Frage, ich bin hier super vorbereitet, wie ihr seht. Frage Nummer 2. Hör mal, was ist mit Krankenkasse? Also bist du wirklich bereit, aus dem deutschen Krankenkassensystem auszusteigen, also die Vollkasko-Mentalität abzugeben und dich vielleicht ein bisschen selber drum kümmern? Das ist, ich weiß, da gibt es jetzt ganz viele böse Kommentare wieder, aber ist mir völlig egal. Also bist du bereit, dieses deutsche Krankenkassensystem aufzugeben und hier in den USA dir was selbst aufzubauen, vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen, also nicht nur ein bisschen mehr, sondern viel mehr zu bezahlen? Bist du wirklich dazu bereit? Ich weiß es nicht. Nächste Frage. Frage Nummer 3. Hast du genügend Ersparnisse? Mindestens 6 bis 12 Monate ohne Einkommen solltest du hier alles bezahlen können. Und mit allem bezahlen können meine ich echt viel Geld. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wie teuer die USA sind. Hast du genügend auf deinem Bankkonto, was du mit dir rübernehmen kannst, und zuckst auch nicht, wenn das weniger wird? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wir reden natürlich von den ersten Monaten hier. Ne? Also wenn ihr einmal hier seid und ihr habt ein Running Business oder ihr verdient hier Geld, ne, dann ist das natürlich nicht so. Aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr so 6 bis 12 Monate einfach auch mal überleben könnt, ohne dass hier irgendwas passiert. Ne? Denn ihr seid hier die Ausländer, so traurig das auch ist. Ne? Aber die haben hier nicht auf euch gewartet. Also könnt ihr wirklich 6 bis 12 Monate überleben? Und das müsst ihr euch selber fragen. Und fragt mich bitte nicht, wie viel ich brauche. Ich weiß es nicht. Wir sind anders als ihr und darum kann man das nicht pauschal sagen. Aber nächste Frage. Hast du? Oh, ich wieder. Nächste Frage ist, geht so ein bisschen aufs introvertiert sein oder extrovertiert sein. Also hier
In Texas, hier kennt dich niemand, außer du warst mal hier in Urlaub und hast hier schon mal jemanden kennengelernt. Aber wenn dich niemand kennt, musst du Leute kennenlernen. Bist du denn kontaktfreudig? Also kannst du das? Es ist jetzt für viele Leute natürlich auch einfach, dann in so einer deutschen Bubble zu bleiben und sich mit Deutschen zu treffen. Davon rate ich dringend ab. Ihr solltet auf jeden Fall Amerikaner treffen, denn ihr seid hier in Amerika. Also seid ihr introvertiert oder extrovertiert? Seid ihr kontaktfreudig? Wenn nein, nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, es ist schon ein Schritt, hier Leute kennenzulernen. Du musst aus deiner Komfortzone rauskommen und das kann mitunter auch frustrierend sein, wenn man Kontakte knüpfen möchte und mit der deutschen Mentalität dran geht und das wird dann einfach nichts. Also insofern bist du auch mutig genug dafür. Ja, also das ist tatsächlich so, ne? Also ich kenne ja auch viele meiner Freunde, ne? Die sind einfach auch nicht so kontaktfreudig, ne? Für die ist das so, die fühlen sich so unbequem, auch so auf Events zu gehen und einfach mal jemanden anzusprechen. Das können da aber auch zu Hause üben, ne? Also, die nächste Frage. Die habe ich, und das ist eine Sache, die musste ich ganz doll üben, als typisch deutsche Eigenschaft für mich. Kannst du auch freundlich sein, wenn du vor Wut platzen möchtest? Also für dich kann ich da beantworten, nein. Doch, weil Freundlichkeit ist hier keine Option, das ist hier absolute Pflicht und die steht über allem, gerade wenn auf Ämtern oder so, wenn er sagt, es geht nicht, musst du lächeln und sagen können, thank you, sir, thank you, ma'am, und denkst innerlich so, oh, das geht nicht. Aber Freundlichkeit ist hier absolut höchste Pflicht. Absolut. Also der Amerikaner, der Texaner, der ist da sowieso nochmal ein Dröppen freundlicher als vielleicht jemand aus New York oder Michigan. Nichts gegen Michigan, aber also wirklich nicht. Aber hier ist halt wirklich so Südstaaten Leute, die haben Benehmen und die sind immer freundlich, egal was passiert. Weißt du, die können dir den Vertrag kündigen und du hast trotzdem ein gutes Gefühl dabei. Das ist erstaunlich, ne? Weißt du, die hauen dir mit der Faust mitten ins Gesicht und du denkst so, oh, das war aber nett. Ja, das war toll. Nächste Testfrage, die habe ich hier und die lautet, kannst du überhaupt Englisch? Also kannst du auch so gut Englisch, dass du Behördenbriefe lesen kannst und kannst du auch so gut Englisch, dass du in den Behörden dich auch verständigen kannst und dass du auch weißt, was die eigentlich wollen von dir. Das ist schon extrem wichtig, ne? Also hier ist auch das Detail extrem wichtig. Also du musst schon verstehen, wenn die DPS einen Brief schickt oder was auch immer oder die IRS, was da drin steht, ne? Kannst du wirklich so gut Englisch? Wenn nicht, vielleicht mal Vokabeln lernen? Ja, das hier ist nämlich tatsächlich the land of the forms, waivers und disclaimer. Also, ich dachte, das wäre der land of the free. Hier. Also so viele Forms für jeden Mist, auch Schule. Und dann müsst ihr so gut alles verstehen können, weil das hat natürlich auch Konsequenzen, wenn ihr sagt, ja, passt schon. Ja, das in der Tat, ne? Also auch bei der Schule ist ja ein guter Punkt, ne? Wenn ihr da irgendwelche Forms bekommt, ne? Und da irgendeine Checkbox falsch macht, ne? Dann habt ihr hier schon vielleicht ein Riesentheater, weil das vielleicht gar nicht das ist, was ihr wolltet, ne? Ja, genau. Also, Vokabel lernen, Kinders. Holt euch mal so ein paar Amerikaner, geht mal auf die Botschaftsseite und zieht euch mal so ein paar Formulare runter und lest die mal. Scheißegal, was das für ein Formular ist, aber versucht mal zu verstehen, was die euch in dem Formular sagen wollen. Na, Profi-Tipp, oder? Ja, Profi-Tipp, finde ich gut, finde ich super gut. Hätten wir auch mal machen sollen. Ja, jetzt ist zu spät. Ist zu spät. Jetzt sind wir hier im Arsch. So, Mutti, mach. Nee, du. Ich schon wieder? Ja, du. Ich hatte doch Englisch, oder? Ach so, jetzt bin ich dran, okay. What about die Whataburger? Whataburger, Texas, nein. Wie findest du die patriotischen Flaggen, die hier überall rumhängen, die Ami-Flaggen? Gibt es auch unpatriotische Flaggen? Wie findest du es, dass hier überall amerikanische Flaggen rumhängen? Ist das für dich eher charmant oder eine Bedrohung? Ja, ich glaube, also wer hier jetzt als Bedrohung anklickt, der braucht hier, das können wir schon vergessen, weißt du, wir haben hier 15 Fragen, ne, aber wenn du die nicht mit Ja beantwortest, ne, oder irgendwie so, dann lass es lieber sein. Also die Amerikaner, die lieben ihr Land, die lieben ihre Fahne und die verbinden etwas mit der Fahne und das hat nichts mit Nazitum oder was auch immer zu tun, ne, irgendwie, das ist einfach für die ein Symbol und die Symbolik heißt, hey, wir sind hier und wir stehen hier zusammen und wir lieben dieses Land und wir zeigen das und wir sind richtig stolz auf dieses Land. So, und das hat überhaupt nichts mit Ausländerfeindlichkeit, Abschottung und was weiß ich alles zu tun, ne. Darum die Frage, frag dich selber, ne? Also findest du das irgendwie erschreckend, dass einer eine Fahne raushängt von seinem Land? Oder nicht?
Und nicht nur fahren, sondern ich war jetzt gestern in der Hobby Lobby und da waren 4 Gänge voll mit US-Merch für 4th of July. Das stimmt, ist auch bald, ne? Ja, 4th of July. Also alles voll, von Haarreifen über Röckchen, Krawatten hin zur Dekoration. Hast du dir so einen Flaggenrock gekauft? Aha. Jetzt bin ich scharf, mein Schätzelein. Das zeige ich dir später. Oh. Hobby Lobby, wer das nicht kennt, das ist so ein Bastelladen, ne? Dekoladen. Geil ist ja, die haben auch tatsächlich einen Gang, also ich weiß nicht, ob es ein Gang ist, also mindestens 2 Regale, wo die Accessoires für die gefallenen Soldaten haben. Also wo du dann das Bild von dem Typen reinmachen kannst mit so einem egal. So. Patriotismus pur. So ist das. Ist das für dich okay? So, dann habe ich heute, also ich mache es nicht mehr häufig, ne, aber heute habe ich auf ntv.de gelesen, im letzten Jahr gab es so viel Hitzetote in Deutschland wie noch nie. Also das ist wirklich dramatisch bei euch. Ihr habt so eine Hitze und dann wollt ihr hier nach Texas, seid ihr bescheuert, weil hier gibt es Temperaturen über 100 Grad Fahrenheit, über 40 Grad und zwar über eine sehr lange Zeit. Und ihr seht ja hinter mir die Leichenberge, ne? Alles die Hitzetote. Und ihr müsst euch wirklich fragen, also kommt ihr mit diesen Temperaturen klar? Denn das ist hier durchaus gang und gäbe. Und also ich meine, also unser Punkt ist, wir haben uns daran gewöhnt, wir finden das geil mittlerweile. Es ist auch nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit wie in Florida zum Beispiel. Ne? Darum kann ich das ganz gut vertragen. Aber könnt ihr das auch? Also könnt ihr wirklich Sonne-Hitze über einen langen Zeitraum ertragen? Und diese verdammte Sonne immer. Wirklich, du siehst nie eine Wolke, das ist immer nur sonnig. Könnt ihr das wirklich ertragen? Und dazu kommt noch dieser ständige Wechsel von heiß draußen, eiskalt Klimaanlage drin. Eiskalt, wieder raus ins Heiße, eiskalt, immer hin und her. Also am Anfang waren wir oft krank. Deswegen. Ist das okay für dich? Wir waren erkältet. Ja. Aber du sagst ja, Erkältung gibt's gar nicht. Naja, es ist ja nicht wegen Kälte. Ja. Okay, also... Das läuft hier bei uns. Läuft bei uns. Ja. Du bist dran. Nächste Okay. Frage. Ja, bist du bereit, sehr viel Zeit im Auto zu verbringen? Weil hier geht nichts ohne Auto. Wirklich. Und manchmal fährst du für einen Kaffee tatsächlich 20 Minuten. Einfach nur, um einen blöden Kaffee zu bekommen. Zum Einkaufen fahren wir mindestens 10 Minuten, um Lebensmittel zu holen. Wenn du fährst. Naja, wenn du fährst, sind es 12. Dann die Schule ist weit weg in die Stadt. Also du fährst hier wirklich viel. Und wir sind sogar schon mal 1,5 Stunden gefahren, um Mittag zu essen. Nur zum Mittagessen nach San Antonio gefahren. Also du verbringst hier super, super viel Zeit im Auto. Ist das okay für dich? So, ich finde das entspannt hier, das Autofahren, ne? Darum fällt mir das gar nicht so auf, ne? Aber das stimmt schon, ne? Also meine Rechnung ist immer hier 1 Meile 1 Minute, außer zur Rush Hour, dann verdoppelt sich das. Dann ist 1 Meile 2 Minuten, so als Rechnung. Also wenn du damit klarkommst, welcome to Texas. Wenn nicht, geh doch Inlineskaten. Nächste Frage. Nächste Frage, das ist ja auch immer die Hauptfrage, ne? Kannst du wirklich auf gutes Brot verzichten? Also ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ihr kriegt hier kein gutes Brot und auch wenn ihr hier deutsche Bäcker habt, die haben halt das gleiche Mehl wie alle anderen hier. Also richtig gutes deutsches Brot. Könnt ihr drauf verzichten oder nicht? Vielleicht jetzt schon mal zu Hause die Frühstücksgewohnheiten umstellen. Frühstücksburritos kann ich nur empfehlen. Oder Breakfast Tacos ist der geile Scheiß hier. Ist so lecker, ist so lecker. Und Burritos mag ich auch gerne zum Frühstück. Aber wir backen unser Brot tatsächlich selber, also er ist unser Bäcker hier. Und das funktioniert richtig gut, denn du willst das Brot hier auch gar nicht essen. Du weißt gar nicht, was da alles drin ist. Da ist so ein Quatsch drin in dem Brot. Dann machst du es lieber selber. Ja, ich möchte kurz erwähnen, dass ich heute Kritik gekriegt habe, weil mein letztes Brot, sagte meine Tochter, Papa, das schmeckt nach gar nichts. Ja, du hast die Gewürze vergessen. Ja, aber ich will ja nicht so viel Zutaten da reinpacken. Gut, aber das passiert halt auch mal. Also ich gebe mir Mühe, er bemühte sich stets und ich werde auch immer besser, was Brotbacken angeht. So, nächste Frage. Nächste Frage. Hast du auch keine Angst davor, manchmal der Seltsame zu sein? Weil du wirst immer the German sein. Und kannst du damit richtig umgehen? Also ich hatte mal jemanden, der hat mich dann genannt, hey Crowd, how are you? Und wo ich denke so, Leute, damit musst du zurechtkommen. Die meinen das nicht ernst. Die meinen das nicht böse, sondern eher lieb. Hier meint das gar keiner böse. Ne? Also
in Texas wird nicht geflucht und in Texas wird nicht geschimpft und vor allen Dingen nicht über andere Leute, die haben Manieren hier. Das ist wirklich so, ne? Also, also du hast, glaube ich, mal Bullshit gesagt in der Öffentlichkeit, ne? Das ist nicht gut, ne? Also du bist sofort irgendwie so, was ist das denn für eine, ne? Irgendwie, das macht man hier nicht. Man flucht hier nicht, man benimmt sich hier. Und trotzdem seid ihr immer der Seltsame hier, weil ihr halt anders seid. Ihr seid die Ausländer hier. Das ist nun mal so. So. Nächste Frage. So heißt, ich muss. Ja, also wo ich jetzt ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Probleme habe, aber da solltet ihr kein Problem mit haben und darum testet euch mal selber, wie für euch das Gefühl ist. Stellt euch mal vor, ihr holt einen Kasten Sprudelwasser mit Glas zu Hause. Ihr stellt den Kasten dahin, ihr trinkt die Sprudelflasche aus und dann schmeißt ihr die Sprudelflasche in den Müll und nicht in den Kasten. Wie fühlt sich das an für euch? Für mich fühlt sich das immer noch komisch an, aber das ist hier gang und gäbe. Ne? Also die Glasflaschen hier, nix hier Pfandsystem, die kommen einfach in den Abfalleimer. Das ist wirklich wahr. Hier insgesamt, die ganze Nachhaltigkeit funktioniert ein bisschen anders als in Deutschland. Nicht ganz so reguliert. Ich habe gehört, bei euch ist jetzt so, dass der Biomüll durchsucht werden darf. Du sollst nicht so viel deutsche Nachrichten gucken. Da ist auch viel Mumpitz bei. Okay, dann aber insgesamt Umweltschutz ist hier jetzt nicht so groß geschrieben. Damit muss man klarkommen. Es wird aber besser. Also ich muss wirklich sagen, ne, wir sind jetzt fast 3 Jahre ja hier, ne, und da hat sich schon ein bisschen was getan. Ne? Also die Amerikaner, also die Texaner hier, die achten auch natürlich auf ihre Umwelt. Ne? Habe ich mit Nina noch gestern drüber gesprochen. Wir haben ein Video geguckt von der Universität, die sie sich da angeguckt hat. Und wir waren total begeistert, dass da nicht eine Schmiererei war oder so. Ne? Also die achten schon immer mehr auf ihre Umwelt und da liegt auch kein Abfall rum oder sowas. Ne? Klar gibt es Ecken, wo Abfall rumfliegt, das ist ja gar keine Frage, ne? Aber setzt sich schon so ein bisschen Umweltbewusstsein auch hier langsam durch, ne? Das stimmt, das stimmt. Nächste Frage. Bin ich schon wieder dran? Ich glaube, du bist dran, weil ich habe ja hier mit den Glasflaschen gemacht. Du hast so recht. Ihr könnt nochmal zurückspülen, ob ich recht habe. Du hast so recht. Für mich eine sehr emotionale Frage, weil auch damit habe ich mega zu kämpfen. Ist das okay für dich, von deinen Freunden und von deiner Familie so weit getrennt zu sein? Und am Anfang war das für mich ja sicher kein Thema. Und heute denke ich, also wir hatten jetzt gerade Besuch da und der Abschied war furchtbar. Ja, so muss das ja auch sein, ne? Also du darfst nicht zu sehr aufeinander hängen, ne? Also, und gute Freunde sind ja so, wenn du die 1 Jahr oder 2 Jahre nicht siehst und du triffst die und das ist wie immer, dann sind das die richtigen Freunde. Ja. Ne, das ist so. Alle anderen waren einfach nur Wegbegleiter. Ist so. Also ist das okay für dich, so weit weggetrennt zu sein? Meine letzte Frage für euch ist, es geht ums Impfen, Kinders. Also wenn ihr das nicht wollt, dann spult einfach vor, bis Tina wieder dran ist. Aber es gibt hier andere Impfpflichten als in Deutschland. Und wenn du hier hinziehst, dann solltest du genau wissen, welche Impfungen du denn hier benötigst. Und wenn du Kinder in die Schule oder in den Kindergarten schickst, dann brauchen die andere Impfungen als in Deutschland. Erstens kommst du damit klar und zweitens kennst du die auch alle. Und wenn nicht, dann mach dich gefälligst schlau. Das ist schon wichtig hier, weil die lassen das Kind sonst nicht in die Schule, wenn die Impfung nicht da ist. Absolut. Und die achten da extremst drauf. Wir haben nämlich letztens tatsächlich einen Brief bekommen, dass eine Impfung unserer Tochter abgelaufen ist und dass die bitte schnellstmöglich nachgeholt werden muss. War das die Anti-Doofheits-Impfung? Die Anti-Doofheits-Impfung, genau. Hat sie nicht gekriegt. Und wenn die Impfung nicht nachgeholt wird, dann darf sie ab einem bestimmten Datum nicht mehr die Schule betreten. Also die nehmen das hier wirklich sehr, sehr, sehr ernst. Die schmeißen die nicht von der Schule. Ne? Die sagen nur, hey, du kannst hier am Unterricht teilnehmen, aber nicht auf der Schule. Mach halt Online-Unterricht oder, keine Ahnung, druck dir PDFs aus, aber aufs Schulgelände kommst du nicht mehr. Genau. Und last but not least. Weißt du, was ein Credit Score ist und warum du ohne ihn keinen Handyvertrag bekommst, kein Auto, kein Apartment, kein gar nichts? Ob das wirklich stimmt, das müsst ihr mal in dem Video mit dem Credit Score nachgucken. Geil, jetzt machen wir schon Querverweise in dem Video. Wir werden immer professioneller. Nein, also ich glaube, ich habe mal ein Video darüber gemacht mit Credit Score. Ja. Ne? Schaut euch das an und dann könnt ihr das auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil ihr dann wisst, was ein Credit Score ist. Cool, oder? Hast du noch Mega. eine? Nein, wir haben 15 Fragen gestellt und jetzt geht es darauf. Zählt mal eure Ja-Antworten und wenn ihr Antworten habt bis 5 mal Ja, dann solltet ihr euch das vielleicht noch mal überlegen mit der Auswanderung, wenn ihr... Wir sind wirklich gerade auf Bravo-Niveau, ne? Das ist schon so. Weißt du, so die Antworten, die guckt eh keiner durch. Ich guck die durch. Ja, du bist ja auch eine Frau. Wir wollen einfach immer nur unterhalten werden und wir lachen uns kaputt über die Fragen, wir Männer, ne? Aber wir wollen da keine Auswertung, weil das ja bescheuert ist.
Natürlich ist es nicht bescheuert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute. Ach, na klar, darum geht's ja. Es geht darum, Spaß zu haben, Kinder. Es ist eine Auswanderung, die muss Spaß machen und die darf nicht ernst und bitter sein. Ihr müsst da Freude dran haben. Ihr müsst da richtig Bock drauf haben und ihr müsst vor allen Dingen nicht Bock drauf haben, wo irgendwo wegzugehen, weil euch das alles nicht gefällt, sondern ihr müsst Bock drauf haben, da hinzugehen. Das ist die Kernmessage in diesem Video. Hast du noch eine? Nein, aber genau das wollte ich sagen. Es ist so wichtig, hier hinzugehen und durchzuhalten, weil es wird schwer genug. Und wenn ihr dann aus den falschen Motiven hier seid, dann seid ihr schneller wieder zurück, als ihr euch denken könnt. Das war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht habt ihr mitgemacht, vielleicht habt ihr auch einfach nur vorgespult. Ich weiß es nicht, ich werde es nicht erfahren. Schreibt uns in die Kommentare all die lieben Sachen, die ihr uns zu sagen habt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Läuft bei uns. Tschüss jetzt. Ciao. Schalt ab. Schalt jetzt ab.